Freunde, ich bin es nur, der fahrende Fabian aus dem Wilden Westen, live und direkt für euch. Und hier ist der Gastgeber, Mexiko-Stadt. Ja, wir sind hier im Business District von Mexico City, wenn man so will. Also Hochhäuser, Banken, Anzugfritzen, Starbucks, hast du nicht gesehen. Ich bin schon wieder auf dem Weg raus aus dieser schönen großen Stadt. War jetzt 10 Tage hier und ja, auf dem Weg raus wird eine Weile dauern, weil bin ich der Einzige. Aber ich hatte 10 hervorragende Tage hier. In Mexico City war mir ein ausgezeichneter Gastgeber. 20 Millionen Einwohner, gibt einiges zu sehen. Könnte man jetzt automatisch unterstellen bei 20 Millionen Einwohner. Aber ich habe inzwischen genug Städte gesehen, die genauso groß sind und wo man sagen kann, die haben den touristischen Wert eines Schuhkartons. Und zwar von innen. Ja. Also nichts zu sehen, aber hier einiges. Was gibt zu sehen, was gibt zu erkunden in Mexico City? Zunächst mal war es ja früher vor 500 Jahren noch das Zentrum der Aztekenwelt. Die haben noch ein paar, beziehungsweise die haben einiges übrig gelassen, aber der Spanier hat es ja schön platt gemacht, nachher die Reste. Von daher gibt es noch ein paar Ruinen zu sehen. Und der Spanier hat natürlich schön Kathedralen, Paläste und so weiter oben drauf geklatscht. Auch das alles ganz sehenswert. Ansonsten kannst du dir noch einige so gemütliche Stadtviertel angucken. Ja, die sind echt gemütlich, also im wahrsten Sinne des Wortes echt schön. Und es fühlt sich auch nicht an wie ein Moloch oder so. Jetzt die Stadt eigentlich ganz angenehm, aber man merkt halt doch 20 Millionen Einwohner. Man merkt es in der U-Bahn, man merkt es auf der Autobahn, man merkt es in der Achterbahn. Ich war sogar Achterbahn fahren mal einen Tag, denn ich bin ja großer Achterbahnfahrer, das wisst ihr vielleicht. Und genau, das habe ich gemacht. Was noch? Im Zoo war ich, einen sehr schönen Zoo haben sie, da kannst du einen Panda-Bären beim Bambusmampfen zugucken. Ne? Ja, dann habe ich auch Hunger bekommen. Und Hunger hat man hier eigentlich den ganzen Tag, weil es gibt super Essen an jeder Ecke. Und das Geilste ist, du kannst es bezahlen, weil freundlicherweise der Peso noch schneller an Wert verliert als der Euro. Das kommt uns mal ganz gelegen hier an dieser Stelle. Und genau, also du kannst hier futtern wie ein Panda-Bär möchtest du futtern. Kannst du aber nicht, außerdem ist der Panda ja auch ein Banause, der frisst immer nur seinen selben Bambus. Ja? Wenn er nicht kriegt, dann sterbe ich aus. Also ist ja auch keine Lösung irgendwie. Ne? Aber ich schweife ab, jedenfalls super Essen. Besser vielleicht sogar noch als das von Peru. Peru hat ja auch eine super Küche in Lateinamerika, aber es ist natürlich ein Zwergstaat verglichen mit Mexiko. Ne? Wo sind wir hier eigentlich? Das hier ist der Engel der Unabhängigkeit. Ja? Da oben ist quasi die Siegessäule von Mexiko, wenn man so will. Da oben steht der Engel drauf. Mit einem Lorbeerkranz, den er verzweifelt versucht, mir aufzusetzen. Oder vielleicht auch den Bus, den ich da hinten prominent geparkt habe, auf die Haube zu werfen. Ja? Den haben wir hier noch schön im dicksten Kreisverkehr des Landes, kann man den mal schön eben abstellen. Das ist alles noch Verhandlungssache. Ne? Jetzt geht es weiter von hier Richtung Norden. Bevor ich zum Gringo fahre, melde ich mich aber nochmal. Und ja, was bisher geschah, eigentlich war alles super bis jetzt. Mexiko gefällt mir sehr gut, die Leute sind sehr entspannt, auch keine Probleme irgendwie mit Kriminalität oder mit den Cops oder so, überhaupt gar nichts bis jetzt. Ja. Sehr nette Leute, die Mexikaner, haben ein bisschen Hals, gerade auf den Ami natürlich, aber wer kann es ihm verübeln. Ne? Und ja, Heiligabend musste ich einen kleinen Boxenstopp einlegen, aber hat sich alles ratzfatz über Weihnachten wieder erledigen lassen dann. Und ja, jetzt geht es dann weiter Richtung Norden. Ich glaube, wir sehen uns nochmal, weil ich werde sicherlich noch, das Land ist ja riesengroß, und ich werde sicher noch irgendeinen ollen Kreisverkehr finden, den ich euch noch zeigen kann in Mexiko. Ja. Bis dahin schlage ich vor, ihr zieht euch den Sombrero ins Gesicht, ja, nehmt noch einen ordentlichen Schluck Tequila und erfüllt auch sonst alle Klischees, die der Mexikaner so halt erfüllt. Ne. Ist übrigens auch Quatsch, dass das Essen scharf ist. Immer scharf und das ist Quatsch. Ne? Gibt auch mildes Essen, was man selber würzen kann. Und ist auch nicht überall immer heiß die ganze Zeit. So. Das ist auch Mumpitz. Ja? Es gibt durchaus kühle Flecken. Hier zum Beispiel super angenehm, 25 Grad, Sonne lacht, Regen gibt es nicht. Nachts irgendwie so 6 bis 10 Grad. Alles super. Ja? Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, ihr solltet den Sombrero ins Gesicht ziehen, Schluck Tequila nehmen, sattelt ihr das Pferd ab, steckt euren Revolver in den Halfter und legt euch in den Schatten, bis ich mich das nächste Mal wieder melde. Ja? Bis dahin würde ich sagen, viva la, viva lo, viva la la, Mexiko. Bis dahin, tschö.